Wenn du einen Film drehen willst, hilft dir ein Storyboard dabei, einzelne Einstellungen zu planen. In diesem Video zeige ich dir, worauf es bei einem guten Storyboard ankommt, was du für die Erstellung eines Storyboards brauchst und welche Software dir bei der Umsetzung hilft. Mein Name ist Alexander Lorenz, ich bin Filmemacher und Gründer von MindMapped. Auf diesem Kanal teile ich regelmäßig mein Wissen aus der Filmproduktion, um dir dabei zu helfen, dein Videomarketing zu verbessern. Wenn dir dieses Video also gefällt, lass uns gerne ein Like und ein Abo da. Kommen wir zum Storyboard und zur Frage, was ist eigentlich ein Storyboard? Der Begriff Storyboard wird in unterschiedlichen Kontexten unterschiedlich verwendet. Im Film ist ein Storyboard aber eine gezeichnete Visualisierung einzelner Szenen eines Drehbuchs. In der Praxis heißt das, dass du immer zuerst das Drehbuch schreibst und dann das Storyboard zeichnen kannst. Im Storyboard verwendest du die gleichen Szenennummern wie im Drehbuch, um es später leichter miteinander zu verbinden. Ein Storyboard ist aber nicht nur in Spielfilmen nützlich. Wir setzen es zum Beispiel immer dann ein, wenn wir aufwendigere Szenen mit Darstellern drehen wollen oder wenn es im Vorfeld einer Produktion viele Beteiligte gibt, wenn also zum Beispiel Vorgesetzte einbezogen werden sollen oder wenn Kollegen in mehreren Filmgewerken wie Licht, Kamera oder Szenenbild eingesetzt werden. Wenn du hingegen dokumentarisch drehst und weniger stark planen kannst, kann eine Shotlist sinnvoller sein. Schau dir für solche Drehs auf jeden Fall auch mal unser Video zur 5-Shot-Technik an, das ich dir in der Videobeschreibung verlinke. Wie sieht ein Storyboard also aus? Für das klassische Storyboard wird auf Papier in rechteckigen Flächen gezeichnet. Eine Vorlage im 16:9 Format findest du verlinkt in der Infobox. Da das Storyboard visualisieren soll, was du später drehen willst, kann auch das Seitenverhältnis natürlich anders sein. Dazu orientierst du dich an der Kamera, die du verwendest. Und das muss natürlich nicht unbedingt eine klassische Filmkamera sein. Im Gegenteil, gerade für Transition-Videos im Story-Format 9:16 hilft ein Storyboard ungemein. Wenn du also der analoge Typ bist, lad dir die Vorlage runter, druck sie aus und leg los mit deinem Skribbeln. Wichtig für das Storyboard ist, dass gut zu erkennen ist, welche Personen, Räume und wichtigen Elemente in einer Einstellung zu sehen sind. Um Bewegungen der Person im Bild zu markieren, kannst du Pfeile verwenden. Wichtige Aktionen können in Textform im Bild oder darunter stehen. Es geht nicht darum, besonders toll zu zeichnen. Wenn du das kannst, umso besser. Sondern ausschließlich darum, dass du und andere, die an deinem Projekt beteiligt sind, gut erkennen können, was in einer bestimmten Einstellung zu sehen sein soll. Wie das ganz ohne Zeichnen und ohne Stift geht, zeige ich dir gleich. Wie gerade schon gesagt, brauchst du für ein Storyboard im Prinzip nicht mehr als Zettel und Stift. Aber digitale Tools können trotzdem sehr hilfreich sein. Das fängt an mit einem digitalen Zeichenstift nebst Zeichentablet, mit dem du direkt in Tools wie Photoshop oder Illustrator zeichnen kannst. Das ermöglicht es dir, einzelne Elemente einfach zu kopieren oder nachträglich zu verändern. Das braucht aber wiederum Übung und eben den digitalen Stift. Ein Modell, das wir benutzen, habe ich dir in der Infobox verlinkt. Wenn du deine Storyboard-Zeichnung digital oder analog gezeichnet hast, kannst du sie zum Beispiel in Canva weiter bearbeiten. Zusätzlich kannst du hier aus einer Vielzahl von Vorlagen auswählen und zur weiteren Veranschaulichung Fotos oder Stills, zum Beispiel aus Filmen, einfügen. Canva ist browserbasiert und läuft so auf jedem Betriebssystem. Außerdem gibt es die Möglichkeit, in Teams an einem Storyboard zu arbeiten und viele Funktionen sind schon in der kostenlosen Version von Canva nutzbar. Wenn du dich näher dafür interessierst, schau mal unter dem Link in der Videobeschreibung auf der Webseite von Canva direkt nach. Eine richtig coole Spezialsoftware ist Storyboarder von WonderUnit. Hier kannst du nicht nur direkt mit Zeichentablet oder importierter Skizze arbeiten, sondern über die Shot-Generator-Funktion in einfachen 3D-Szenen planen, Kameraeinstellungen wählen oder Figuren einsetzen. Das erlaubt es dir, völlig ohne Zeichenstift auszukommen und trotzdem anschauliche Storyboard-Grafiken zu erzeugen, die mit Profi-Zeichnungen mithalten können. Die Software gibt es für Windows und Mac, sie kann mit Photoshop verbunden werden, um deine Zeichnungen weiter aufzuhübschen, und sie ist vollständig kostenlos. Auch hierzu findest du einen Link in der Infobox. Nicht jeder Film braucht ein Storyboard. Aber wenn du eins machst, sollte es Hand und Fuß haben. Denn Storyboards können, besonders wenn dein Video filmisch aufwendig produziert wird, sehr sinnvoll sein, um zum Beispiel die Einstellungen im Vorhinein zu planen, damit sie am Set einfacher realisiert werden können. Und noch ein kleiner Tipp zum Schluss. Lass immer eine zweite Person drüber schauen, damit auch wirklich sicher ist, dass deine Bilder für andere verständlich sind. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass uns ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei MindMapped. Mit Videos mehr erreichen.